Muss man sich Exzellenz eigentlich leisten können? Ist das Ihr Ernst, die Frage? Kann man sich keine Exzellenz leisten? Think, Try, Transform. Der Podcast zum Ruhr Innovation Lab. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir nähern uns auch so langsam zeitlich dem ganz entscheidenden Moment, nämlich der Begehung in der Exzellenzinitiative. Mein Name ist Sven Danigettis und ich begrüße heute als Gast den Journalisten und Blogger Dr. Jan-Martin Viada und freue mich sehr darauf, dass wir wirklich mal die andere Perspektive einnehmen, nämlich von außen das ganze Thema beleuchten. Hallo Herr Gettis, ich freue mich. Lieber Herr Viada, Sie beobachten und kommentieren seit 2015, schreiben Sie selber, die Entwicklung in der deutschen Wissenschaftslandschaft und in dem deutschen Bildungssystem. Aber Sie haben vorher selber unter anderem in der Helmholtz-Gemeinschaft, jetzt als in der Rolle des Pressesprechers und Kommunikationsleiters, auch mal sozusagen die andere Seite eingenommen. Wie war für Sie sozusagen dieser Wechsel aus der Wissenschaft in die Rolle des Beobachters? Es war ja ein Rollenwechsel hin und her. Also bevor ich zu Helmholtz ging, war ich ja schon Journalist über viele Jahre. Wenn man also ganz ehrlich ist, beobachte ich das Wissenschaftssystem seit Ende der 90er Jahre tatsächlich als Journalist und bin dann bei der Zeit gewesen über etliche Jahre im Ressort Chancen, dem damaligen Ressort. Da ging es um Bildung und um Wissenschaftspolitik. Und für mich war das mit dem Wechsel damals zu Helmholtz eine Gelegenheit, mal eine andere Perspektive zu bekommen, nicht nur über das immer zu schreiben von außen, sondern mal zu gucken, wie ist das tatsächlich, wenn man in einer Wissenschaftseinrichtung, in einer Forschungseinrichtung Kommunikation macht, wenn man mal so ein bisschen das Innenleben sieht. Das war mir ganz wichtig. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch gar nicht, was ich damit eigentlich mittelfristig anfangen möchte, ob ich im Bereich Kommunikation bleibe oder in den Journalismus zurückgehe. Und jetzt ist es so, seit 2015, Sie haben es gesagt, bin ich freiberuflich, betreibe meinen Blog und profitiere enorm von dem, was ich in den 3 Jahren dazwischen an Insiderblick mitgenommen habe. Und wie dieser Insiderblick aussieht für alle, die das interessiert, da haben wir natürlich den Blog auch verlinkt. Was ist derzeit eigentlich so in Bewegung in Bezug auf das Wissenschaftssystem? Gibt es da so ein paar Wellenbewegungen, die man gerade beobachten kann? Jetzt vielleicht erstmal ganz unabhängig von der Exzellenzinitiative, die wir ja gleich nochmal etwas genauer anschauen. Je länger man dabei ist als Beobachter, desto mehr muss man aufpassen, nicht immer zu sagen, das war doch alles schon mal da. Und das ist alles gar nicht mehr neu. Und wisst ihr noch, damals, vor 20 Jahren, da haben wir doch diese und jene Debatte gehabt. Das ist eine große Chance, wenn man lange beobachtet. Und gleichzeitig ist es ein Risiko, dass man eben gar nicht mehr das Neue, das Besondere sieht. Und da versuche ich mich immer so ein bisschen vor zu bewahren. Gelingt aber natürlich nicht immer, weil ich gebe es zu, manche wissenschaftspolitischen Debatten sind dann doch, wirken für mich dann ein bisschen aufgewärmt. Aber wie gesagt, muss man aufpassen. Also Sie haben gefragt nach den langen Linien. Eigentlich eine ganz wichtige Linie hat tatsächlich kurz nach der Jahrtausendwende angefangen. Damals gab es eine große Debatte darüber, ob Deutschland in einem Innovationsstau steckt, in einem Modernisierungsstau. Kommt einem vielleicht ein bisschen bekannt vor. Und dann gab es die sogenannte Agenda 2010 damals der Regierung Schröder. Und in diesem ganzen Umfeld, in diesem ganzen Zusammenhang wurde auch über das Thema Wissenschaft und Forschung viel gesprochen. Damals kam die Debatte auf um sogenannte Exzellenzuniversitäten. Da war erstmal die Idee, man würde so 2, 3 Leuchttürme schaffen, also nicht wie wir heute haben, relativ viele Universitäten fördern, sondern einige ganz stark. Davon ist man dann abgekommen und um die Geschichte kurz zu machen, daraus entwickelte sich dieser Exzellenzwettbewerb, damals genannt Exzellenzinitiative. Und heute sind wir tatsächlich im Jahr 20, wenn ich richtig jetzt zähle, oder 21 des Exzellenzwettbewerbs, der inzwischen Exzellenzstrategie heißt. Und mein Eindruck ist, nicht alle haben so ein richtiges Bild davon, wie es mit dem vielleicht mal weitergeht in der Wissenschaftspolitik. Es ist ein eingefahrener Wettbewerb, aber es ist durchaus ein Wettbewerb, bei dem sich viele Fragen stellen, wie es künftig weitergehen wird damit. Also insofern ein bisschen ähnlich wie vor 20, 25 Jahren.
viel Modernisierungsdruck in der Gesellschaft. Die Forschung wird auch thematisiert, die Rolle von Forschung wird thematisiert. Vielleicht auch ähnlich wie damals ist, dass das Ganze stattfindet unter Vorzeichen knapper Haushaltskassen. Was ich beobachtet habe, dass eine Sache sich doch entscheidend verändert hat, und das ist die Rolle der Wissenschaftskommunikation. Dass das in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich unglaublich in Bewegung gekommen ist und Wissenschaft einfach öffentlicher geworden ist. Ist das eine Beobachtung, die Sie bestätigen? Ja, also auf jeden Fall bestätige ich diese Beobachtung. Da kommen natürlich ganz unterschiedliche Aspekte zusammen. Es gab schon Ende der 90er Jahre, im Jahr 1999, gab es das ganz wichtige Push-Memorandum, Public Understanding of Science and Humanities, das, ich sag mal, in der Wissenschaftskommunikationsszene so ein bisschen so ein Aufbruchssignal war, zu sagen, wir müssen irgendwie Kommunikation, Wissenschaftskommunikation neu denken. Da kamen natürlich auch schon so erste Ansätze von Digitalisierung, Internet und so Dinge rein. Das finde ich einen ganz wichtigen Anfangspunkt, der da gesetzt worden ist. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns anschauen, was dann seitdem passiert ist, ist es eine parallele Abwärtsentwicklung, wenn man so möchte, der unabhängigen Medien, weil deren Geschäftsmodell durch die Digitalisierung ein Stück weit weggebrochen ist. Und nur einige der Printmedien, wie man sie früher dann nannte, sozusagen wirklich erfolgreich darin war, sich in den digitalen Raum zu übersetzen. Parallel dazu ein Aufstieg der sozialen Medien, man könnte auch allgemeiner sagen, der Selbstkommunikation auf eine gewisse Weise. Es gibt unheimlich viele unterschiedliche Communities, die kommunizieren, und die Wissenschaftskommunikation hatte den Vorteil, wenn man so möchte, dass sie stärker in den Blick der Institution gerückt ist und mitwachsen konnte. Das heißt, die Wissenschaftskommunikation ist gewachsen, die traditionellen Medien und dort auch die Fachjournalisten sind weniger geworden. Und da hat sich ganz grundsätzlich was verschoben, und ich könnte jetzt noch lange weiterreden, ich will nur eine These aufstellen. Und zwar, das bedeutet für die Wissenschaftskommunikation eine viel höhere Verantwortung, als sie vor 25 Jahren hatte oder 30 Jahren hatte, wo letzten Endes immer die professionelle Schnittstelle des Journalismus dazwischen war, die auch den größten Mist aus der Wissenschaftskommunikation abfedern konnte. Das ist heute nicht mehr so, und darum ist eine hohe Verantwortung da. Und heute haben wir natürlich über Social Media und Co. eine große Gruppe an Akteuren, die über Wissenschaft sprechen oder Teil des Systems zu sein. Also das heißt von außen einerseits berechtigt, andererseits natürlich auch teilweise etwas problematisch Wissenschaft kommunizieren und da natürlich auch großen Einfluss auf Debatten haben. Und was auch mehr geworden ist, um dem nochmal einen positiven Aspekt hinzuzufügen, ist, dass es heute mehr Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gibt, die selber auch kommunizieren. Und aus eigenem Antrieb, wenn man so möchte, und nicht, weil dann die Pressestelle vor 25 Jahren mal bei irgendeinem Wissenschaftler angerufen hat und gefragt hat, kannst du da mal irgendwie mit dem Journalisten sprechen? Sondern es gibt doch durchaus viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die das als Teil ihres Jobs verstehen und auch Spaß dran haben. Das kann ich gut bestätigen, weil wir eine Vielzahl an Science Slams veranstalten und da einfach wahnsinnig von profitieren, von der Lust und Leidenschaft der Forscherin an ihren Themen. Inwiefern ist das auch ein Kind dieser Exzellenzgeschichte? Sie haben ja auch schon so ein paar Punkte angedeutet, dass es da einen großen Stau gab, Innovationsstau, und die Überlegung, wie kann man das auflösen? Was ist dann passiert mit dieser Initiative? Was ist ins Laufen gekommen? Was hat sich vielleicht so ein Stück weit verändert? Ich würde da noch mal ganz kurz das verbinden mit diesem Thema Kommunikation vorher und sagen, dass da natürlich auch gewisse Zielkonflikte entstehen. Weil das eine ist, wir wollen eine Wissenschaft oder wir wünschen uns eine Wissenschaft, aus der interessenunabhängig, soweit das geht, kommuniziert wird über Wissenschaft. Das heißt, einfach aus Neugier heraus oder um sich mit den Menschen da draußen besser zu vernetzen, um vielleicht auch ein Stück weit einem Bildungsauftrag nachzukommen. Jetzt könnte ich noch ganz viele Motive nennen.
während die Kommunikation, die im Rahmen des Exzellenzwettbewerbs natürlich gestärkt worden ist, auch eine Markenkommunikation ist. Was völlig anderes. Da geht es natürlich darum, auch die eigene Marke positiv rauszustellen. Es geht darum, vielleicht auch gegenüber den Gutachtenden sich hinstellen zu können und zu sagen, guck mal, wir sind auch ganz toll in der Wissenschaftskommunikation unterwegs. Und da kommen also zwei Ziele übereinander. Und ich finde immer ganz wichtig, dass man versucht, das intellektuell ein bisschen zu trennen. An welcher Stelle machen wir jetzt wirklich Wissenschaftskommunikation um der Wissenschaftskommunikation willen? Und wo machen wir jetzt Kommunikation, die in Wirklichkeit Marketing ist? Und da können wir auch lange drüber reden, was das für Folgen hat, auch für die Verantwortlichkeiten in den Universitäten. Wer macht da eigentlich was? Wer ist wofür zuständig? Und manchmal verschwimmt das auch, weil dann manchmal auch so getan wird, als gehe es um die Wissenschaftskommunikation. Dabei geht es um die Markenbildung. Das vorausgeschickt vielleicht. Ihre Frage ging aber ja noch einen Schritt darüber hinaus. Was hat das mit den Universitäten gemacht? Es ist ein hoher Wettbewerbsdruck nochmal dazugekommen. Der war vorher sehr stark auf einer individuellen Ebene schon da. Also man hat ja schon lange um Drittmittel sich gestritten, gekämpft. Es gab natürlich auch die Vorbilder oder die Vorgänger von Exzellenzclustern, wenn man sich die DFG-Sonderforschungsbereiche anschaut, die es ja heute immer noch gibt. Das heißt, das ist von der Idee her nichts Neues gewesen. Es ist nur verschärft, verstärkt worden, auch stärker in die Öffentlichkeit nochmal gekommen dadurch. Und natürlich die Förderlinie Exzellenzuniversitäten, die ist etwas, die es natürlich vorher so nicht gab. Und da sind vor allem die Hochschulleitungen sehr stark in der Verantwortung, wie man überhaupt sagen muss, dass vielleicht eine der wichtigsten Folgen der Exzellenzinitiative und Strategie war, dass sich die Rolle der Hochschulleitung verändert hat, dass sie sehr stark in die Rolle derjenigen gekommen sind, die auch ein bisschen gerade stehen vielleicht für Erfolg oder Misserfolg im Exzellenzwettbewerb. Spannende Beobachtung. Wenn Sie sagen, die Rolle der Hochschulleitung hat sich verändert, was hat sich da im Wesentlichen getan? Die Rolle der Hochschulleitung ist so ein bisschen komische, würde ich fast sagen. Auf der einen Seite bewegen wir uns ja immer noch in dem größtenteils in der traditionellen Hochschulgovernance mit starken Gremien, auch übrigens wieder mit einer Stärkung der Gremien gegenüber der Hochschulleitung an vielen Stellen. Auf der anderen Seite sollen die Hochschulleitungen aber auch so eine Führungsrolle einnehmen. Und das wird auch von ihnen erwartet. Sie werden dafür auch, wie gesagt, in die Verantwortung genommen und haben dann so eine Managementfunktion. Aber oftmals fehlen ihnen auch die Instrumente, um die richtig auszuleben, wenn man so möchte, weil Universität so gar nicht funktioniert. Das heißt, da kann man dann auch lange darüber diskutieren, ob dieser Exzellenzwettbewerb eigentlich richtig gut zusammenpasst mit der inneren Verfasstheit einer Universität, weil der Exzellenzwettbewerb letzten Endes eine Art strategische Steuerung und Leitung impliziert, die vielleicht aber an manchen Stellen gar nicht so gegeben ist. Jetzt haben Sie genau das angesprochen, was ich ganz wichtig finde, nämlich was bewirkt eigentlich dieser Exzellenztitel für die Gesamtheit einer Hochschule? Was ist jetzt der Impact gewesen? Ist das etwas, wo Sie sagen, das hat sich tatsächlich auch jetzt schon bewährt, dass man sagt, diese Hochschulen, die diesen Titel tragen durften, haben davon unabhängig von dem Geld wirklich auch im Image, in der Wahrnehmung maßgeblich profitieren können? Auch da ist es wieder eine Frage, haben wir wirklich die Empirie? Es gibt ja unheimlich viele Untersuchungen, was die Exzellenzstrategie und die Folgen angeht. Und dann kommt man schon ans erste Problem, dass dann die Forscherinnen und Forscher sagen, uns fehlen die Daten an vielen Stellen, weil nicht alle Daten zur Performance der Exzellenzuniversitäten wirklich zur Verfügung stehen. Da werden auch nicht immer alle Daten so richtig freigebig geteilt. Ja? Also insofern, wenn man sagen möchte, welche Folgen hat das eigentlich, welche Veränderungen, manchmal ist es schon ein Datenthema. Ich glaube aber, was man sagen kann, ist, dass
die Exzellenzuniversitäten, wenn man jetzt die heutigen nimmt, schon vor dem Exzellenzwettbewerb diejenigen waren, die den größten Teil der Drittmittel auf sich vereinigt haben. Und sie sind nach dem Exzellenzwettbewerb oder im Exzellenzwettbewerb diejenigen. Es gibt zwar einige, die vielleicht erfolgreicher waren, als man vielleicht von der Vergangenheit her hätte vorhersagen können, und andere, die sich vielleicht schwerer getan haben, und für das eine wie das andere mag einem jetzt die ein oder andere Uni einfallen. Aber im Großen und Ganzen hat die Exzellenzinitiative und dann auch die Strategie doch auch nachgebildet, was unsere Universitätslandschaft ausmacht. Spannender wäre ja eigentlich die Frage, ist eigentlich unser Wissenschafts- oder unser Universitätssystem insgesamt international wettbewerbsfähiger geworden? Lässt sich das irgendwie ablesen? Also gar nicht so sehr hat jetzt die einzelne Uni überdurchschnittlich profitiert oder haben Exzellenzuniversitäten stärker profitiert als Nicht-Exzellenzuniversitäten, abgesehen davon, dass sie mehr Geld gekriegt haben. Ja? Und auch da ist das Bild ja relativ unklar. Wir sehen nicht, wir sehen schon, dass, wenn wir bestimmte Rankings uns anschauen, dass die Position der deutschen Universitäten sich verbessert hat in den vergangenen 20 Jahren. Aber nicht so dramatisch. Und dann kann man auch wieder sagen, was sind denn da noch für Begleiterscheinungen gewesen in den letzten 20 Jahren? Das heißt, das ist so ein bisschen blurry. Was man aber wirklich sagen kann, nochmal, der größte Impact der Exzellenzstrategie war ein Impact insofern, dass die Governance sich verändert hat an den Universitäten und die Debatte über Governance vielleicht sogar noch mehr als die Governance selbst. Sie haben gerade einige Sachen ja angedeutet. Das eine ist sozusagen dieser Faktor, dass es eigentlich wenig Zahlen gibt, mit denen man tatsächlich valide messen kann, wo liegt jetzt der Erfolgsfaktor? Ist es, weil sie schon erfolgreich waren, die Hochschulen, die es sozusagen bekommen haben und dann jetzt einfach nur noch sozusagen ein bisschen zusätzlich alimentiert wurden? Oder ist es etwas, was tatsächlich insgesamt tatsächlich so etwas wie so ein Schub an Innovation auch ausgelöst hat? Wie bewerten Sie diesen Faktor Innovation und, ja, nennen wir es mal so einen Ideenbooster durch die Initiative, unabhängig von dem Titel? Auch wieder die Frage, was wir da unter Innovation verstehen, ob wir das sozusagen im Sinne von innovativer Wissenschaft sehen, also neue Forschungsmethoden, neue Forschungsfragen, oder ob wir das beziehen auf eine Art ökonomischen Impact, also mehr Umsetzung in Innovationen, die sich auf den Markt richtet. Zwei unterschiedliche Fragestellungen. Ich glaube, dass Letzteres, vielleicht fange ich mit dem Letzten an, ist ganz interessant ist, die Exzellenzstrategie ist ja eigentlich eine Strategie oder ist eine Fördermaßnahme, die sich auf die Grundlagenforschung vor allem konzentriert, gar nicht auf Transfer oder sowas. Und trotzdem glaube ich, dass es an der Stelle eine starke Veränderung gegeben hat, hin auch mehr auf Innovation Richtung Markt zu schauen. Das beste Beispiel für mich ist da die TUM, die Technische Universität München, die enorm sich verändert hat in den vergangenen 20 Jahren, was Unternehmensgründungen angeht und dann ganz eng Konnex hat auch zu ihrer Exzellenzstrategie, wenn man so möchte. Also ich finde, da hat sich an einigen mehr getan als an anderen, aber es ist vielleicht erstmal überraschend, dass dieses Thema Innovation, Transfer mit Blick auf Gesellschaft, mit Blick auf Wirtschaft, auf Technologie da doch eine wesentliche Rolle gespielt. Hätte man vielleicht am Anfang gar nicht so gedacht. Ob jetzt tatsächlich die Wissenschaft an den Universitäten, die in der Exzellenz aktiv sind, kreativer geworden ist, ob die Fragestellungen spannender sind, da würde ich ein großes Fragezeichen hintermachen. Man könnte sogar andersherum argumentieren, dass wer Cluster haben möchte, wird jetzt nicht wahnsinnig abgedrehte Sachen normalerweise in die Anträge schreiben, weil wir wissen, dass es natürlich so ist, dass Anträge, die eine gewisse Konformität mit Vergangenem zeigen, eher erfolgversprechend sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich sehe jetzt, aber es mag andere Fälle geben, aber ich sehe jetzt also nicht, dass die Wissenschaft so durch die Exzellenzstrategie sich von den Methoden oder Fragestellungen so krass weiterentwickelt hätte.
ich glaube, sie hat sich insgesamt weiterentwickelt. Worauf kommt es bei Ihrer Meinung nach bei der Bewertung vor allen Dingen an, jetzt der Gutachterin und Gutachter? Ich glaube, wir sind ja alle Menschen und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer zu trennen und auch Gutachterinnen und Gutachter haben eine bestimmte Mindmap und haben eine Vorstellung von Institutionen, haben eine Vorstellung von bestimmten Wissenschaftlergruppen, vielleicht, wenn man so möchte, auch von bestimmten Themen. Insofern glaube ich, spielt da natürlich ganz viel Bestehendes mit rein. Ganz viel eine Wahrnehmung von den Dingen, wie sie waren und wie sie sind. Und ich glaube, es fällt uns allen schwer, ohne weiteres völlig neue Ideen, neue Ansätze erst einmal positiv einzuschätzen und zu bewerten. Bei uns kommen insgesamt, glaube ich, bei Menschen kommt dann immer erstmal so dieses ist das auch ernst zu nehmen? Ist das jetzt irgendwie nur eine Luftnummer? Und im Zweifel glaube ich, dass bei Gutachten, wie gesagt, das Neue oder bei Anträgen insgesamt in der Wissenschaft, bei unserem System, eher Mainstream etwas größere Chancen hat. Aber das ist nicht nur ein Problem der Exzellenzstrategie, das ist ein Problem des Begutachtungssystems insgesamt. Und es mag Ausnahmen geben. Es kann sein, dass zum Beispiel eine Person eine besondere Durchschlagskraft hat. Also ich sag mal, es gibt immer mal wieder besondere Hochschulpräsidenten, Rektoren, die vielleicht eine Marke für sich sind und die können sich dann auch mehr leisten als andere. Was vielleicht aber im Kern gar nicht so neu war, wie man vielleicht manchmal so. Also am besten, glaube ich, um erfolgreich zu sein, ist ein Antrag, der total neu aussieht, aber im Grunde althergebrachtes neu verpackt. Das ist, glaube ich, die beste Erfolgsvoraussicht oder beste Erfolgschance. Das macht ja auch lernpsychologisch Sinn, weil wir uns mit vertrauten Dingen natürlich viel wohler fühlen sie gerne wiedererkennen als das total Neue beim ersten Lesen. Wenn wir uns aber bestimmte Regionen anschauen, das Ruhrgebiet ist jetzt eine, die schon seit der ersten Runde im Rennen ist. Was sehen Sie denn vielleicht als Stärken dieser Region? Ich kann ein bisschen ausdrücken, was ich persönlich als eine große Chance oder als einen großen Vorteil der Region sehe. Und zwar, wenn man so möchte, sind in der Region viele derjenigen Herausforderungen, die sich in Deutschland insgesamt stellen, gesellschaftlich, ökonomisch, politisch, auf kleinerem Raum in vielleicht manchmal extremerer Form vorhanden. Und insofern ist es tatsächlich so, dass es so eine Art Labor sein kann, und das wäre ja schon bei dem Antrag oder bei dem Konzept, ein Labor sein kann für Veränderung, einfach weil hier auf begrenztem Raum viele Dinge zu bearbeiten sind, die anderswo auch eine große Rolle spielen. Man könnte sagen, das Ruhrgebiet ist an vielen Stellen Vorreiter bei den Problemen gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Und dann kann es auch ein Stück weit Vorreiter bei den Lösungen sein. Das ist, wenn man so möchte, eine große Stärke, die vorhanden ist. Und dazu kommt auch noch mein Eindruck, dass die Ruhr-Universitäten, also jetzt meine ich jetzt nicht speziell Bochum, sondern ich meine alle Universitäten neben an der Stelle, schon lange eine Partnerschaft pflegen, die auch nicht nur, ohne jetzt andere Verbünde nennen zu wollen, vor allem aus einer Wettbewerbslogik entstanden sind, sondern die wirklich da waren, weil man gemerkt hat, wir müssen uns austauschen, wir können auch Synergieeffekte schaffen, in der Lehre zum Beispiel auch. Und insofern finde ich, bis hin übrigens dazu, dass in den vergangenen Wettbewerben ja auch nicht immer der Erfolg so groß war. Das heißt, man ist aber darüber auch nicht irgendwie auseinandergegangen, man hat sich weiter miteinander entwickelt. Jetzt sind 2 der Universitäten bei der Exzellenz-Universitätsförderlinie am Start, nehmen aber die 3. irgendwie zumindest rhetorisch Huckepack mit. Muss man mal aufpassen, was darf man nicht, damit das dann auch irgendwie vom Wettbewerb her sauber ist. Aber das finde ich schon ganz beeindruckend, finde ich gut. Und
glaube eben, dass wirklich an der Stelle die Ruhr-Allianz viel glaubwürdig verkörpern kann. Ich lasse es vielleicht dabei mal stehen. Also eine hohe Glaubwürdigkeit haben kann. Und ehrlicherweise, worum geht es denn in so einem Wettbewerb? Da geht es doch vor allem auch um Glaubwürdigkeit. Das ist auf jeden Fall etwas, was auch beide Rektoren jetzt in der ersten Folge erzählt haben, inwiefern das tatsächlich so etwas wie eine gelebte Wirklichkeit dann auch gibt. Also ist Verbundforschung etwas, was tatsächlich für die Zukunft immer wichtiger wird, oder ist es etwas, was jetzt eher tatsächlich die Ausnahme darstellt? Ich glaube, es ist längst die Regel, wenn man so möchte, auf den unterschiedlichen Ebenen. Das müssen ja nicht nur Cluster sein, aber das gemeinsame Forschen über Grenzen von Disziplinen und Institutionen hinweg ist eigentlich State of the Art, würde ich sagen, in vielen Disziplinen, nicht in allen Disziplinen. Auch da gibt es übrigens große Unterschiede zwischen den Sozialwissenschaften und anderen Disziplinen immer noch ein Stück weit, ohne das werten zu wollen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr Zukunft, das ist Gegenwart. Ist dann eher die Frage, wie man das organisiert und inwiefern die Fördermechanismen dann das tatsächlich unterstützen oder manchmal auch im Weg sind. Aber die Grundlogik ist, glaube ich, unumstritten, würde ich sagen. Eventuell, was vielleicht noch ein bisschen Zukunft ist oder mehr noch kommen wird, ist diese Verbünde auch unter Einbeziehung von Industrieforschung zu denken und da auch manche Barrieren zwischen Grundlagenforschung und Industrieforschung zu überwinden. Das sind ja nicht zwangsläufig Gegensätze. Manchmal war in der Vergangenheit so, das war die eine Welt, das war die andere Welt. Ich glaube, so ist auch die Realität nicht mehr. Sollte sie nicht sein. Wenn man mal weggeht von der Exzellenzinitiative hin zu dem, was vielleicht international wirklich gut funktioniert in der Forschung und auch als Innovationsmomente, was sind so Good-Practice-Projekte, wo Sie sagen, schaut doch mal vielleicht ein bisschen mehr auch in die Richtung und seid nicht so sehr vielleicht mit euren Strukturen selber beschäftigt. Da gibt es ganz spannende Ideen, an denen man sich tatsächlich auch noch viel stärker orientieren sollte. Ich glaube, wo wir besser werden können, ist tatsächlich so eine Start-up-Kultur auf dem Campus zu installieren. Wo wir besser werden können, ist auch eine stärkere Verknüpfung von privatem und öffentlichem Geld. Das ist übrigens auch ein Thema, wo wir vielleicht die Resilienz erhöhen können. Resilienz ist ein Wort, was ich fast nicht mehr hören kann, wo wir sozusagen die Widerstandsfähigkeit vor gegenüber undemokratischen Tendenzen auch in der Politik stärken können. Also hinschauen, welche Rolle, wenn man so möchte, welche Rolle kann in einem öffentlichen Universitätssystem das Private spielen? Sowohl die Verknüpfung mit Aktivität, wirtschaftlicher Aktivität, Unternehmensgründungen, Patenten und dieses ganze Thema oder auch die Frage, was können wir gemeinsam vielleicht auf die Beine stellen. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, da mache ich natürlich direkt wieder den Link auf die Folge zu den Startups und der Gründerkultur an den Hochschulen. Die haben wir natürlich auch in unserem Programm. Zuletzt vielleicht eine etwas provokante Frage. Kann man sich oder muss man sich Exzellenz eigentlich leisten können? Natürlich eine sehr offene Frage, weil das leisten können, das kann man jetzt auf alle möglichen Ebenen ziehen. Man kann das auf die finanzielle Ebene ziehen, man kann es auf die forschungspolitische Ebene ziehen, man kann es auf die kulturelle Ebene ziehen. Und sie fordert natürlich heraus zu einer rhetorischen Gegenantwort, die dann nach dem Motto ist, kann man sich keine Exzellenz leisten? Es ist auf jeden Fall lohnenswert, über Exzellenz kritisch nachzudenken und genau das. Das war jetzt eine gemeine Antwort, weil ich natürlich, aber ich finde halt, die Alternative zu sagen, wir können uns Exzellenz nicht leisten, kann ja keine sein. Wenn man sagt, können wir uns einen Exzellenzwettbewerb in der Form leisten, wie er im Augenblick ist, dann würde ich sagen, lass uns ruhig nochmal über Details sprechen. Aber ich glaube, dass wir mehr Mut dazu haben müssen, auch Exzellenz zu fördern und zuzulassen, aber natürlich nicht auf Kosten der Breite, ist klar. Also insofern
wie gesagt, jetzt fange ich schon wieder an, lang zu antworten. Lassen wir dabei. Das Gegenteil kann ja nicht sein, zu sagen, wir können uns keine Exzellenz leisten. Das heißt aber, dem entnehme ich auch, Sie haben mit dem Begriff selber Exzellenz jetzt auch nicht große Bauchschmerzen, sondern wenn dann eher mit strukturellen Problemen in dem Bildungs- und Wissenschaftssystem. Ich habe mit dem Begriff, da können wir lange drüber reden, insofern schon in zweifacher Hinsicht Bauchschmerzen. Erstens, weil sich heute alles Exzellenz nennt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ja, also heute ist ja alles exzellent. Ja, das heißt, was für einen Exzellenzbegriff haben wir eigentlich? Oder ist es mittlerweile so, dass der schon wahnsinnig inflationär ist? Ja. Und das Zweite ist, dass man dann auch nochmal genau definieren müsste, wer eigentlich festlegt, was exzellent ist. Ja, also insofern, ich habe schon meine Probleme mit dem Begriff, aber wenn wir Exzellenz verstehen, in dem Sinne davon, dass herausragende, vom Mittelwert herausragende Leistungen in Wissenschaft und Forschung nötig und wichtig und förderungswürdig sind, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, der Begriff ist halt ein bisschen ausgelutscht. Vielleicht eine letzte Frage an Sie, bevor wir schließen. Wie wird sich die Bildungslandschaft Ihrer Ansicht nach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verändern? Was ist so der Weg, den Sie sehen? Also ich denke natürlich, das Naheliegende ist, dass die technologischen Innovationen, Stichwort künstliche Intelligenz, unser Verständnis von Lehre und auch Forschung stark verändern. Das tun sie längst und wir werden diese Debatte noch viel mutiger und offener führen müssen, was das für Folgen hat. Ich glaube, dass wir längst, spätestens seit Corona, die Debatte darüber führen, welche Rolle physische Orte für Bildung haben sollten, welche Bedeutung sie haben. Und meine Antwort wäre, die bleibt hoch, die Bedeutung physischer Orte. Und ich glaube, dass natürlich, das ist jetzt eine Binsenweisheit, die Rolle von Bildung, der Wert von Bildung in unserer Gesellschaft eher noch weiter zunimmt. Das heißt, wir werden noch eine stärkere Differenzierung haben. Wir werden noch eine stärkere, auch da steckt natürlich großer sozialer Sprengstoff auch drin, wenn auf der einen Seite Bildung noch wichtiger wird und auf der anderen Seite nicht alle mitkommen. Und darum ist, glaube ich, dieses Thema Bildungsgerechtigkeit parallel eins, von dem ich mir wünschen würde, dass es eine viel größere Rolle einnehmen würde, was aber in vielen Debatten, übrigens auch in der Exzellenzdebatte, viel zu wenig mitgedacht wird. Und da wären wir jetzt wieder ganz drin bei dem Begriff, was ist eigentlich exzellent? Ja? Exzellent ist oft gar nicht oder sagen wir mal so, exzellent wird oft eher als das gesehen, was in irgendeiner Form privilegiert ist, weil man Zugang hat. Aber wir lassen ganz schön viel Begabung, ganz schön viel Potenzial liegen, weil wir so viele soziale Klüfte schaffen, wenn man so möchte, im Bildungssystem, aber im Forschungssystem. Wer wird eigentlich Principal Investigator, wer wird Professor, wer wird Professorin, weil wir so große Barrieren immer noch haben. Das heißt, Exzellenz beginnt eigentlich oder muss beginnen in der Schule, vielleicht sogar schon in der Kita-Zeit. Ausschöpfen des Potenzials, was wir haben. Wir schöpfen unser Potenzial nicht aus. Das ist eine wichtige und eine sehr schöne Zukunftsaufgabe für uns. Und ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, dass Sie uns zum Gespräch zur Verfügung standen und auch weiterhin hoffentlich aufmerksam verfolgen, wie es weitergeht mit der Bewerbung unserer Hochschulen, aber insgesamt der Wissenschafts- und Bildungslandschaft überhaupt. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Jan-Martin Viada und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.